Performante. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht bin ich gerade noch ein bisschen rot im Gesicht, ich weiß es nicht, denn ich hatte gerade die Fahrt meines Lebens. Ich werde sie euch gleich zeigen. Und zwar heute mal ausnahmsweise nicht mit meinem GT3, sondern Huracan Performante in einem wunderschönen Rot. Ich bin sonst kein Rot-Fan bei Autos, aber ich muss sagen, die Farbwahl ist hier sehr gut getroffen. Zumal wir ja bei dem Performante auch hier einmal unten die Italien-Flagge haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Auto in Gelb zum Beispiel bestellt, dann hat man halt eben dann noch zusätzlich Grün, Weiß, Rot darunter. Und so fügt sich das jetzt ganz gut zusammen mit dem roten Streifen. Man hat jetzt nicht unbedingt hier die Farbkirmes. Die Farbe der Felgen passt auch unglaublich gut. Total mein Geschmack. Ja, was soll man sagen? Es ist einfach ein wunderschönes Auto. Gucken wir mal rein. So, ich setze mich einmal hier rein. Und was ich vielleicht direkt dazu sagen kann, ist, das Auto ist wirklich noch brandneu. Es wurde wirklich gerade abgeholt und ich durfte dabei sein bei der Jungfernfahrt des Autos. Ihr werdet auf jeden Fall gleich mehr dazu zu sehen bekommen. Gucken wir uns jetzt mal das Interieur an. Wir haben hier ein komplettes virtuelles Display. Dann haben wir hier einmal den Knopf zum Schalten der verschiedenen Modi. Haben wir einmal Strada, Sport und Corsa. Strada ist halt eben für Straße. Sport ist schon etwas sportlicher und das Corsa steht einfach für den Rennstreckenmodus. Den habe ich auch gerade schon zu spüren bekommen. Also es haut ganz schön rein. So, und wenn ich jetzt hier mal bei dem guten Stück einmal nur die Zündung betätige, keine Sorge, diese ganzen Leuchten hier, die sind normal, weil ich jetzt eben, wie gesagt, nur die Zündung anhabe und man sieht jetzt schon direkt, wie das ganze Cockpit hier aufblinkt. Dann haben wir auch hier nochmal eine Öltemperaturanzeige. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel jetzt hier in den Fahrmodi wechseln, dann steht jetzt auch hier nochmal ganz groß, in welchem Modi ich bin. Liftsystem haben wir auch, muss einfach sein bei diesem Auto. Und hier macht man die Fenster rauf und runter. Alles schön sehr übersichtlich in der Mitte hier verteilt. Das ganze Cockpit erinnert so ein bisschen an, ja, wie so ein Flugzeug. Auch eben hier mit dem nicht den roten Knopf drücken, wie wir es aus Filmen kennen, denn dann geht's ab. Ja, und es geht wirklich bei diesem Auto ab. Ich starte mal den Motor. Das Auto, muss ich sagen, hat einen unglaublichen Sound. Werdet ihr auch gleich noch zu hören bekommen. Das ist ein V10 Sauger und das hört man auch wirklich. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die verschiedenen Fahrmodi. Sobald ich auf Sport stelle, merkt man auch, wie der Auspuff lauter wird und dann auch noch mal lauter. Hier haben wir es jetzt auch stehen. Corsa, also Rennstrecke. Wahnsinn. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu zeigen. Wir haben jetzt von Lamborghini ein patentiertes Carbon komplett innen, wie man hier sehen kann. Wenn man auch mal von verschiedenen Positionen guckt, dann sieht man, dass sich das Licht hier ganz toll widerspiegelt. Es hat so einen leicht samtigen Effekt. Es ist wirklich Carbon, aber es sieht einfach mal komplett anders aus als das sonstige Carbon, wie wir sonst kennen. Und das, muss ich auch sagen, finde ich auch ganz schön gelungen.
draußen, zum Beispiel einmal am Heckflügel. Denn hier haben wir das Ganze nochmal in glänzend, genauso wie hier. Als ich das Auto damals auf dem Genfer Autosalon gesehen habe, musste ich erstmal gestehen, fand ich den Look dieses Carbons etwas gewöhnungsbedürftig. Für mich sah das Ganze aus wie ja, so eine Art Marmorstruktur. Ich wusste erst gar nicht, was ich davon halten sollte, aber auf den zweiten Blick habe ich mich eigentlich schon in das Design verliebt, denn es ist, wie gesagt, eben was völlig anderes. Man hat nicht diese normale, gewohnte Carbonstruktur, sondern was völlig anderes, was aber auch eben unglaublich gut zu dem Auto passt. Hier vorne auf der Lippe haben wir auch nochmal dasselbe Prinzip und wie ihr hier vielleicht sehen könnt, steht hier ADA. Das ist das Aerodynamik-Paket, beziehungsweise das Auto ist ja sehr aerodynamisch abgestimmt. Also es ist kein Vergleich zum normalen Huracan. Und wir haben hier die verschiedenen Luftein- und Auslässe, die dafür sorgen, dass wir halt eben einen perfekten Abtrieb bei dem Auto haben. Da steht es auch nochmal. So, wenn man sich jetzt auch nochmal hier den Motorblock ansieht, sieht man, das passt auch ziemlich gut farblich nochmal zu den Felgen. Das war jetzt aber, so wie ich das verstanden habe, nicht konfigurierbar, die Farbe. Und eine Hitze kommt hier raus. Der Wahnsinn. Hier kann man jetzt auch noch mal gut erkennen, hier haben wir die Lufteinlässe, die jetzt dafür sorgen, dass die Luft bis in den Flügel geleitet werden und aus dem Flügel hier wieder raus. Zusätzlich wird der Auspuff bzw. die Zusätzlich wird die Abgasanlage auch gekühlt. Und das Auto hat 640 PS und ist ganze 5 Sekunden schneller gewesen als der 918 Spider auf der Nordschleife. Das heißt, das ist zurzeit der aktuelle Rekordhalter auf der Nordschleife. Von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Und das ganze Auto ist wirklich komplett abgestimmt auf Rennstrecke. Und das habe ich, wie gesagt, auch jetzt gerade schon gemerkt. Und was jetzt gerade eigentlich mich so erröten ließ, das zeige ich euch jetzt. Auflösung. Also das erste, was mir an dem Auto auffällt, das ist auf jeden Fall steinhart, aber das kenne ich ja schon von Lamborghini. Also jeder denkt, der denkt, dass ein Porsche sehr unbequem ist, der muss sich mal in einem Lambo reinsetzen. 85 Kilometer, das ist also wirklich noch brandneu. Und okay, ich glaube, das wird halt nichts mit dem Einfahren. Oh, Wahnsinn, dieser Sound. Krass. Also ich bin echt selten zu schocken mit Autos, aber ja, ich fühle mich gerade genauso wie die Jungs. Und das Auto steht. Die Bremsen sind auf jeden Fall sehr gut. Das wäre auf jeden Fall auch ein Auto für mich. So langsam kriege ich schon so ein bisschen Gänsehaut.
Aber ich weiß, der Mann neben mir kann auf jeden Fall fahren. Sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also erstmal danke. Ich glaube, du hast mir bis jetzt die geilste Autofahrt meines Lebens geschafft. Ich hatte echt noch nie so viel Spaß in einem Auto. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich tue jetzt mal so, als würde ich wegfahren mit dem Auto. Vielleicht tue ich auch nicht nur so. Abonnieren nicht vergessen!